Ich fotografiere schwarz-weiß, weil die Welt in Farbe ist. Fotografie ist in meinen Augen immer subjektiv. Sie greift ein Stück der Realität und abstrahiert sie. Und schwarz-weiß ist für mich eben einmal das typischste und auch die ursprünglichste Form der Abstraktion in der Fotografie. Ja, sie reduziert und ist zeitlos, ohne nostalgisch zu wirken. Der analoge Prozess insgesamt ist reflexiv, entschleunigt und auch sehr herausfordernd und fordert dadurch eben besonders hohes Maß an Hingabe. Und diese Herausforderung, die suche ich, um daran zu wachsen. Ich sehe das schon auch als Gegenbewegung zu den schnellen Bildprozessen, die mit der digitalen Technik zusammenhängen, auch mit den sozialen Medien. Ich will meine Bildsprache eben keinem Algorithmus und keiner künstlichen Intelligenz überlassen. Und das heißt jetzt nicht, dass das Digitale generell schlechter wäre. Ganz im Gegenteil, für ein gutes Foto ist es ja vollkommen egal, wie es aufgenommen wurde, ob digital oder analog. Aber der Arbeitsprozess im Analogen ist doch ein ganz anderer und für mich ein viel reizvoller. Und auch wenn die analoge Fotografie eine Art Hype erfährt und sich junge Leute wie ich wieder mit dem Medium befassen, insgesamt ist die analoge Fotografie doch am Aussterben. Das sieht man vor allem daran, dass immer mehr Produkte, vor allem was Fotopapier und Filme angeht, immer mehr Chemikalien vom Markt verschwinden. Während man da früher aus 100 verschiedenen Produkten wählen konnte, ist es heute nur noch ein Bruchteil. Damit zusammen auch die kleinen lokalen Fachhändler, die in der Nachbarschaft betriebenen Dunkelkammern und Minilabs, das alles und damit verbunden auch sehr viel Wissen und die damit verbundene Praxis, das verschwindet. Und ja, bestimmte Berufe wie das professionelle Retuschieren, die gelten bereits als ausgestorben. Das hat für mich nichts mit dem Ende der Fotografie zu tun, ganz im Gegenteil. Die Fotografie boomt wie nie zuvor. Es war nie so einfach einzusteigen, zu fotografieren wie heute. Aber ich sehe den analogen Prozess, insbesondere den Schwarz-Weiß-Prozess, irgendwo auch als eine Kulturtechnik und als kulturelles Erbe. Der größte Unterschied zwischen analog und digital besteht eigentlich in der Arbeit in der Dunkelkammer. Der belichtete Film muss in vollkommener Dunkelheit entwickelt und fixiert werden. Erst dann kann er ans Licht. Der belichtete Film wird dann getrocknet, dann wird er zerschnitten und am Leuchttisch kann ich dann zum ersten Mal, wenn auch sehr klein und eben als Negativ, die Fotos sehen. Und da entscheidet sich dann auch, welches Negativ ich vergrößern möchte, wie ich den Ausschnitt oder auch das Format wähle. Möglichst ohne Staub wird das Negativ in die Negativbühne eingelegt. Die gehört zum Vergrößerer und der ist das Herzstück jeder Dunkelkammer. Da wird das Negativ mit verschiedenfarbigem Licht durchleuchtet und auf Fotopapier projiziert. Weil dieses Papier eben lichtempfindlich ist, außer gegenüber rotem Licht, kann in der Dunkelkammer auch nur das rote Licht verwendet werden. Bevor ich allerdings einen kompletten Bogen Fotopapier einlege, fertige ich zuerst kleine Teststreifen an, die ich mit unterschiedlich farbigem Licht beleuchte. Und so komme ich dann zu in der Regel 2, 3 oder 4 Zeiten, mit denen ich das Papier belichte und dann so den ersten Bogen entwickeln kann. Wenn der Bogen dann in der Entwicklerschale, die man sanft bewegt, ist und da das Bild nach und nach sich aufbaut. Das ist der magische Moment für mich. Das ist das absolute Highlight in der Dunkelkammer. Der Abzug wird danach in einem Stoppbad, in einer sauren Lösung noch gestoppt und danach fixiert in einem dritten Bad. Da kann dann auch das Licht wieder angeschaltet werden. Und zum ersten Mal sieht man, wie das Bild in voller Größe später aussehen wird, auch wenn es noch nicht fertig ist.
Denn jetzt entscheide ich mich oft dazu, noch bestimmte Bildbereiche abzudunkeln, das heißt nachzubelichten, oder aufzuhellen, das heißt abzuhalten oder abzuwählen. Für den Abzug, für dieses Motiv, was ja im Prinzip eine klassische, unaufdringliche, fast schon naturwissenschaftliche Landschaftsdarstellung ist, habe ich mir zusätzlich noch eine Teiltonung mit Selen und Schwefel überlegt. Das Ganze, um der Landschaftsdarstellung nochmal eine zusätzliche Tiefe und Perspektive zu verleihen. Der Abzug ist auf einem kartonstarken Barytpapier angelegt, das in seiner Textur und auch Haptik sich schon grundlegend von den allermeisten Fotopapieren unterscheidet, die man so kennt. Am Ende meiner Arbeit steht eine Fotografie auf Papier. Sie ist als physisches Objekt, existiert sie auch nur an dem Ort, an dem sie ist, und sie kann auch nicht nach Belieben reproduziert werden. Und wenn ich ein Foto beispielsweise bei Instagram oder auf meiner Website hochlade, dann ist das nicht die Fotografie, sondern lediglich ein Foto einer Fotografie, denn die Fotografie ist ja hier im Rahmen oder hier auf meinem Tisch. Und dass die analogen Medien einen besonderen Reiz auf uns haben, was Besonderes sind, das merken wir, wenn wir alte Fotoalben durchblättern, wenn wir Schallplatten hören, wenn wir was anfassen können, wenn es da ist, und immer dann, wenn wir dem Ganzen einen Charakter oder eine Seele zusprechen. Das Ergebnis, die Materialität und die Singularität, die Arbeit und die Hingabe zum Prozess, die schlagen sich dann in dem fertigen Abzug nieder, und das ist der Unterschied.